Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, zuallererst befinden wir uns hier auf dem Main-Account und danach werden wir nochmal kurz auf den Battle Mage rübergehen. Dort werden wir noch einen kompletten Leggy-Run machen hier in dem Video. Zuallererst wollte ich euch aber erstmal zeigen, was ich hier alles ergattern konnte im neuen Leggy Dungeon. Und ja, für die Leute, die es im Stream nicht gesehen haben, die sehen es halt jetzt nochmal. Und genau, ich hatte im Stream tatsächlich, wo ich letztes Mal so ein heftiges Pech hatte mit den Waffen, habe ich diesmal richtig fett Glück gehabt. Und ja, habe hier 4-mal Waffen gefühlt fast hintereinander bekommen. Und die allererste Waffe, die ich bekommen habe, die ist tatsächlich auch mit die beste. Und zwar ist das diese hier von der Spanne her, ja. Das Ding, das ist, glaube ich, keine Original-Leggy-Waffe mehr, oder? Ich weiß es tatsächlich jetzt gar nicht mehr. 2.6 bis 4.5. Das Ding hier, doch, stimmt. Das war... Ja, woher hatte ich das gehabt? Ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal auf die Sprünge helfen. Auf jeden Fall war diese Waffe hier mit der Spanne mein Favorit gewesen. Und das war auch die erste Waffe, die ich hier bekommen hatte. Und genau, das ist auch das einzige Item, was ich ausrüsten werde an legendären Edelsteine von den neuen Dungeon. Weil die anderen Items hier, ihr seht hier plus 10, plus 11, ja, die Schuhe plus 10 hier. Das sind alles Items, das lohnt sich halt nicht wirklich hier großartig, ja, diese Sachen hier auszurüsten und normal abzugraden. Da macht man nur zu viel Verlust nachher mit den ganzen, ja, mit den ganzen Hin- und Her-Geswitche von den Ressourcen hier. Die Waffe werde ich wechseln. Ne, das war es dann aber auch gewesen. Dafür brauche ich früher oder später nachher noch einen Leggy-Stein irgendwo her. Obwohl ach stimmt, ich habe hier ja sogar noch welche, ne? Stimmt, aber ich wollte, was wollte ich denn? Ich wollte irgendwas, ich glaube, das Ding, das wollte ich irgendwie zerlegen oder so. Ich glaube, das wollte ich irgendwie zerlegen und dann, ja, die Ressourcen da rausgewinnen. Das ist ja auch ein Item, das ist jetzt noch nicht weiter verbessert hier großartig. Und ja, ich hatte ja auch viele Sachen hier umgewandelt gehabt, um mal, ja, hier wie zum Beispiel den Beschissbecher für den Kundschafter rauszubekommen. Ne? Und das Schild habe ich hier auch noch irgendwo. Genau, hier noch das Schild, hier sind noch die anderen Items vom Krieger. Ne? Insgesamt habe ich jetzt fast alle Items von dem Dungeon. Mir fehlt jetzt nur noch die Klobrille hier und ansonsten habe ich hier alle Items soweit durch. Ist natürlich ganz nice für mein, ja, dafür, dass ich dann halt mehr legendäre Edelsteine bekomme. Und ja, das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Und dass ich halt ein bisschen Gold generiert habe jetzt bei dem ganzen Event. Das ist halt auch sehr nice. Ne? Damit meine Base jetzt natürlich noch besser werden und ich hier auf dem Server noch ein bisschen mehr präsent bin. Ne? Das ist ja das, worauf es mir hier ankommt. Ne? Genau, ansonsten hatten wir halt auch einen nicen Stream gehabt. Ne? Das wäre halt, ja, mit dem Leggy Dungeon hat man halt immer gut Content zu zeigen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier auf, wir sind jetzt auf dem Battle Mage. Hier, ja, sind wir gerade bei Etage 7 von 10. Deswegen müssen wir uns da noch ein bisschen durchgrinden. Ne? Da habe ich jetzt heute noch nicht so viel gespielt. Und auf dem Battle Mage fehlen mir auch noch tatsächlich relativ viele Items. Oha, sehr, sehr geiles Ding hier. Ne? Also mir fehlen da noch sehr viele Items und auch sehr nice. Genau, und deswegen brauche ich noch mehr Leggies. Vor allen Dingen, wenn man das sich mal so anschaut, hier sind die neuen Leggy-Sachen. 806 bekomme ich hier. Ne, die sind 806 und ich brauche unbedingt noch die Handschuhe. Die sind auf 680. Ja, das ist ein ziemlich fetter Boost und den möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich möchte mich da noch weiter equippen. Dann habe ich hier noch ein Epic drin. Ne, das will ich auch noch austauschen. Und ansonsten, ja, die alten Leggies, die schleifen auch schon ein bisschen. Aber Hauptsache die 2 Items, die fehlen mir noch. Die würde ich ganz gerne noch mitnehmen wollen, dass man ja, die noch irgendwie bekommt. Ne? So, weil das ist natürlich ein ziemlich krasser Unterschied so zwischen 680 und 800 noch was Stats. Ne?
Ja, das wäre auf jeden Fall nice. Und ich habe ja hier auf dem Battle Mage jetzt auch nicht weiter großartig Runs gemacht hier. Hier, das ist der erste Dungeon, der zweite Dungeon. Beim dritten Dungeon habe ich ein paar Runs gemacht. Und jetzt beim vierten habe ich mir so gedacht, kann man jetzt mal so langsam damit anfangen, auch mal hier auf dem Account ein bisschen zu pushen, ne? Damit ich hier auch in der Ehrenhalle ein bisschen höher komme, ne? Da ist noch viel Potenzial nach oben. Ihr seht, wir liegen hier sehr nah zusammen hier so bis zur Top 10. Und ja, deswegen würde ich mal einfach sagen, nutze ich mal die Initiative und gebe mein Bestes, ne? So, wir schauen weiter. Oh no, eine Falle. Oh, aber ein Buff vielleicht? Oh, das sieht gar nicht gut aus. So, wir versuchen mal zu flüchten hier mit dem Restleben. Okay. Ja, was ich noch sehr krass kritisieren muss, ist, dass die Strategie von früher nicht mehr so funktioniert, wie wir das kennen. Ne? Früher haben wir uns ja mit 20% Leben wiederbelebt, aber früher haben 20% nur 10 Pilze gekostet, jetzt kosten 20% 20 Pilze. Und jetzt geht diese Strategie leider nicht mehr auf. Ne? Die war halt sehr pilzsparend gewesen. Und ja, ich denke mal, die meisten von euch werden das kennen. Aber ja, da hat wohl Player Games das mitgeschnitten, dass wir hier eine neue Strategie entwickelt haben, wie wir günstiger durch den Dungeon kommen. Und ja, haben dann mal ganz fix die Pilzkosten erhöht, ja. Auch lustig zu sehen, dass Player Games sowas mitbekommen hat, aber anscheinend den V50-Server-Hype verpasst hat. Ne, wollte ich nur mal ganz kurz hier am Rande wie Bordsteine erwähnen, ne, ist keine Kritik, alles gut. Ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich halt hatte und der auch tatsächlich ja, im Chat auch aufkam. So, was machen wir hier? Wir versuchen mal zu flüchten, leben vielleicht dazu. Ja, dann greifen wir den jetzt mal an. So, hier gehen wir mal in den Raum und da ist der Rucksack voll. Das ist auch ein lästiges Problem. Ich habe übrigens hier noch 2 Sachen drin, nicht wundern. Das ist hier für die Qualitätsrunen, ne? Weil man ja Qualitätsrunen hier braucht im Dungeon, damit man hier gut durchkommt. Mit 5er Runen halt, ne? Um dann halt bessere Gegenstände zu bekommen, ne? Damit die Aura nochmal denn ein bisschen erhöht ist. So, haben wir noch normale Items? Nee, nicht wirklich. Gut, dann packen wir das noch dahin und dann haben wir noch ein paar Slots frei. Das ist natürlich doof. Gut. Versuchen wir uns mal durchzuflüchten. Ach, das Ding hier, ey. Das ist auch, ja, ist auf jeden Fall eine coole Anspielung. Ich will hier den Debuff nicht für die Tür nutzen. Mal gucken. Ah, das ist aber auch ein scheiß Debuff auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich hier 2 fette Debuffs drauf. Mal gucken. Und wir kommen natürlich nicht vorbei. Gut. Ah, hier zum Glück vorbeigekommen. Jetzt vielleicht nochmal ein Heal. Ne, leider nichts am Start. Wir versuchen zu flüchten. Wir haben 16 Schlüssel. Das ist okay. Falls wir jetzt nochmal sterben, ist es aber auch okay. Dann können wir nochmal, weiß ich nicht, so 2, 3 Etagen nochmal Schlüssel farmen. Oder eine. Ne, jetzt kommen wir nicht mehr durch. Gut. Dann machen wir weiter. 100% aufladen. Wie gesagt, es lohnt sich halt nicht mehr für 20% aufzuladen. Macht halt leider einfach keinen Sinn mehr. So, weiter geht's. Wir versuchen jetzt mit unseren Schlüsseln, die wir haben, zum Schlüsselmeister zu kommen irgendwie. Damit wir... Oh, den... always choose the rock. Oh, ey, Dicker. Also der Run läuft auch wirklich gar nicht optimal hier, muss ich sagen. Das ist sehr schade. So, wenn ich jetzt zum Schlüsselmeister komme, dann bin ich fast tot. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Okay, jetzt bin ich zumindest tot, ja. Und ihr seht, ist ziemlich teuer das Ganze. Ziemlich teure Angelegenheit. Und da haben wir den Schlüsselmeister. So, jetzt wollen wir One Punch Man 8-mal haben, weil wir haben auch Full Life, deswegen, perfekt. So, dann können wir noch ein bisschen farmen. So, ist hier ein Monster hinter? Okay, das steht zumindest auf, nice. So, meistens ist in den Frageräumen immer kein Monster dahinter, wenn man One Punch Man hat hier. Aber gut, jetzt läuft's gut. Das ist sehr schön. Wir kriegen nochmal ein paar Schlüssel mehr. Kommen nochmal ein paar Etagen weiter. Das ist sehr nice. Man braucht auch nicht mehr so viele Schlüssel wie früher, habe ich das Gefühl. Ne? Und man muss die anfangen relativ früh zu nehmen. Sonst hat man nachher zu viele. Ich fange jetzt auch so langsam an. Ja, weil wir haben noch ein paar Etagen.
Und es kommen ja nicht nur Schlüsselräume, ne? Deswegen versuchen wir das Ganze mal hier ein bisschen schlau anzustellen. So, machen wir weiter. Und jetzt werden wir alle, nice, nochmal ein Heal, alle Schlüssel nutzen, die wir haben. Nochmal Item hier, das können wir gleich weglegen. So, oha, wir kommen zum Zwischenboss und kriegen auch nochmal gleich Full Life hier an der Stelle. So, wir gehen mal zu Fidget hier. Ne? Kann man sich ja auch aussuchen, wo man hin möchte. So, und nutzen weiter Schlüssel, haben aber auch keinen Inventarplatz mehr. Das ist ziemlicher Struggle. Ich habe auch schon soweit alle... Boah, Digga. Huch, oh ne, bin ich in den Raum gegangen. Das ist ja wieder nicht so klug. Nehmen wir mal das mit. Obwohl, ich habe so viele Schlüssel. Brauche ich gar keine voreiligen Schlüssel ziehen hier. Gut, da gehen wir jetzt nicht weiter. Gut, der steht auf. Nice, wir haben One-Hit-Wonder. So, und jetzt bitte ganz viele Schlüsselräume. Gut, das ist nicht so schön. Ja, ein bisschen looten hier, ein bisschen looten und leveln. Und ich bin gespannt, was wir für ein Item bekommen. Vielleicht bekommen wir ja jetzt schon die Schuhe oder die Handschuhe. Die Handschuhe würde ich wirklich am meisten fühlen, weil, ja, die brauche ich halt auch wirklich am meisten, nicht die Handschuhe. Guck mal, das ist ein Epic und das gibt schon 82 plus. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel dann ein Leggy-Item geben wird, ey. Uff, uff, uff. So viele Epics. Nice, nochmal ein Buff. Okay. Ja, ich würde am liebsten nochmal, ja nice, nochmal einen Heal bekommen. Sehr schön. Leider nochmal einen Monsterraum. Noch ein Monsterraum und wir haben viel zu viele Schlüssel am Start. Doof. Aber kann's nichts machen. So, wir gehen weiter. Wir versuchen jetzt nicht nochmal Damage zu kassieren hier. Dann schaffen wir nämlich auch den Gegner jetzt, den Endboss. Alter. Okay, und da haben wir Shakes down und dann sind wir hier auch durch mit dem Run für heute. Ja, und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Wir klicken drauf. Die Animation von der Tour ist auch sehr nice auf jeden Fall jetzt hier. Oder vom Leggy-Item. Da muss man jetzt nochmal draufklicken. Boom. Und wir haben die Nagel-Hextensions. Ich glaube, das sind die Handschuhe, oder? Ich weiß es gar nicht. Sind das die Handschuhe? Yo, das sind die Handschuhe. Alter, wir haben richtig Glück gehabt, ey. Aber so richtig heftig Glück gehabt. Wir haben auch noch einen schwarzen Edelstein. Ich habe leider keine Leggies weiter. Aber holy shit, nice. Das ist ein sehr krasses Upgrade. Und jo, das können wir auch gleich nochmal 8-mal verbessern hier. Wie heißt die anderen? Auf 9. Auf 7 habe ich das. Auf 9. Ja, komm, dann machen wir es auch gleich auf 9 hier. Zack. Lassen wir uns nicht lumpen. Nice. Verzaubern wir das Ganze gleich hier nochmal. Guten Abend. Die Handschuhe. Zack. Boom. Sehr nice. Da haben wir den Gegenstand jetzt auch hier ausgerüstet. Endlich haben wir die Handschuhe, was wirklich sehr lange auf sich warten lassen hat. Jetzt haben wir sie endlich. Jetzt fehlen nur noch die Schuhe hier. Ne? Und ansonsten bin ich full legendär. Zwar noch mit alten Leggies, aber ist ja nicht so wild. Also am liebsten noch die Schuhe und dann bin ich eigentlich schon zufrieden hier auf dem Account. Sehr krasses Upgrade und bringt mich auf jeden Fall auf lange Sicht gesehen auch, denke ich mal, ein Stück weiter. Gut, ich kann leider nichts weiter zerlegen hier, mein Inventar ist voll. Das soll es aber auch soweit gewesen sein von heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.